Die Vizepräsidentin des Bundestages, Aydan Özsoğuz, hat mit einem umstrittenen Post bei Instagram für Kritik gesorgt. Sie hat nämlich ein Bild geteilt eines israelischen Luftangriffs. Ja, und bei dem eben auch ein Flüchtlingslager getroffen wurde. Und geteilt hat sie das mit den Worten "This is Zionism". Bereits im April hatte ein Post der Vize-Bundestagspräsidentin auf X zu Israel für Empörung gesorgt. Nach der groß angelegten Attacke des Irans auf Israel hatte sie beide Seiten kritisiert und Israel dann eine Mitschuld an dem Angriff gegeben. Bereits damals gab es Rücktrittsforderungen. Darüber möchten wir sprechen. Gitta Connemann ist bei uns von der CDU. Guten Morgen, Frau Connemann. Guten Morgen hier bei Welt. Özsoğuz verweist jetzt darauf, dass sie lediglich darum ging, auf das zivile Leid beider Seiten aufmerksam zu machen. Ist das eine Erklärung, die für Sie ausreichend begründet, dass sie das auf Instagram veröffentlicht hat bzw. geliked hat? Diese Erklärung ist keine Erklärung, sondern ein weiteres Ausweichmanöver. Dafür ist die Vizepräsidentin bekannt. Denn es ist nicht die erste Entgleisung, Sie hatten es erwähnt, aber auch schon in den letzten Jahren fällt sie immer wieder dadurch auf, dass sie insbesondere Israel attackiert, auch das Existenzrecht Israel in Frage stellt. Denn nichts anderes ist das Liken dieses Post. Zionismus ist der Glaube der Juden an einen eigenen Staat. Das gehört zum tatsächlich das Existenzrecht Israel zu unserer Staatsräson. Und die Bundestagsvizepräsidentin stellt diese Staatsräson in Frage. Das ist wirklich unerträglich. Ist sie für Sie tatsächlich in Ihrem Amt noch haltbar? Nein, die Vizepräsidentin ist für mich persönlich nicht mehr haltbar, weil es inzwischen Methode hat. Jedem von uns kann mal ein Ausreißer passieren, aber dann entschuldigt man sich. Und das tut sie nicht. Beim letzten Mal hat sie ihren Post noch jedenfalls gelöscht. Bei anderen Gelegenheiten hat sie geleugnet. Dieses Mal erklärt sie ihn sogar. Und das heißt, sie versteht nicht, dass das Existenzrecht Israel Teil der deutschen Staatsräson ist. Und das heißt nicht nur davon zu sprechen, sondern auch danach zu handeln. Sie betreibt eine perfide Täter-Opfer-Umkehr. Sie macht Israel zum Angreifer, aber Israel verteidigt sich. Und deshalb ist sie für mich persönlich nicht mehr haltbar. Frau Connemann, ich würde mal noch auf ein anderes Phänomen und damit das Ganze vielleicht ein bisschen größer greifen wollen. Nämlich ein Phänomen, dass man so den Eindruck hat, jeder muss sich äußern und liken. Zu jedem seinen, mit Verlaub, Senf dazugeben zur Weltlage. Eben mit der Gefahr, dass man dann zum Handlanger politischer Propaganda wird, wie es möglicherweise ja auch vor Özsoğuz passiert ist. Sollte man nicht mit dem Thema gerade als Politiker, Politikerin sehr, sehr viel vorsichtiger umgehen? Tut das überhaupt Not, diese Veröffentlichungswut und dieses Liken und Disliken und Hallo, ich bin in der Öffentlichkeit? Also natürlich muss ein Politiker auch öffentlich stattfinden. Das ist Teil unserer Aufgabe. Und wir müssen natürlich auch an Diskussionen teilnehmen. Aber wir sollten Themen, die wir nicht beherrschen, von denen wir keine Ahnung haben, da sollten wir schlichtweg die Klappe halten. Und wir sollten aufpassen, was wir reposten, teilen. Denn auch das ist eine Meinungsäußerung. Aber in diesem Fall ist das Problem nicht, dass wir den Eindruck haben, dass sie aus Versehen irgendwas gepostet hat oder aus Versehen etwas geliked hat. Bei ihr hat das Methode. Es gibt immer wieder Posts der Vizepräsidentin, in der sie Israel angreift, in der sie das Existenzrecht in Frage stellt. Und wenn das immer wieder passiert, dann ist das nicht tragbar. Und ich frage mich, wieso kommentiert die SPD das nicht? Was sollte die SPD denn Ihrer Meinung nach jetzt tatsächlich tun? Wie sollte sie mit diesem Fall umgehen? Also, Kanzler Scholz hat erst in der letzten Woche wieder vom Existenzrecht Israels gesprochen. Dann kann er es nicht dulden, dass eine der höchsten Repräsentantinnen des Staates von der SPD dieses in Frage stellt. Mindestens die Aufforderung, sich öffentlich zu entschuldigen, müsste sein. Aber aus meiner Sicht muss die SPD überlegen, tatsächlich die Vizepräsidentin von ihrem Amt zurückzuziehen. Gitta Connemann, recht vielen Dank für das Gespräch. Frau Connemann. Danke.